Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr mich auch hier zu Heiligabend wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. So wie jedes Jahr möchte ich natürlich auch dieses Jahr mal so ein paar Worte wieder an uns allen richten. Allerdings fällt es mir dieses Jahr doch bedeutend schwerer. Denn was bitteschön war 2020 doch für ein verrücktes Jahr. Und das ist, glaube ich, noch ziemlich harmlos ausgedrückt. Dieses Jahr ist eigentlich nur geprägt von totaler Veränderung und von Entbehrung. Im privaten Umfeld, es war eine langjährig geplante Hochzeit, hat nicht stattgefunden. Ein 3-wöchiger Urlaub, auf den wir lange hingespart haben, hat nicht stattgefunden. Plötzlich hat uns das Homeoffice wieder ereilt. Kollegen, mit denen ich lange Jahre vis-à-vis zusammengesessen habe, darf ich jetzt nicht mehr sehen, weil wir eben zusammen sitzen, aber das nicht mehr dürfen. Das heißt, in dem Moment, wenn mein Kollege im Büro ist, muss ich im Homeoffice sein und umgekehrt. Das heißt, wir sehen uns jetzt seit über einem Dreivierteljahr nur via Kamera und nur noch via verschiedene Online-Medien. Da hat sich eigentlich für mich jetzt gezeigt, was eigentlich wichtig ist, was wirklich wichtig ist, was mir geholfen hat, durch diese Zeit zu kommen. Und im Grunde gibt es nur für mich 2 Dinge, die mir da geholfen haben. Das eine ist die eigene Einstellung und einfach zu sagen, ich warte jetzt nicht ab, sondern ich mache jetzt irgendwas, ich passe mich an oder ich muss mich halt ein Stück weit verändern, um eben mein Ding so weitermachen zu können. Und das andere Ding, da bin ich nur ein Teil von, ist die Gesellschaften, in denen man sich bewegt, zu hegen und zu pflegen, weil es eigentlich nur die Gesellschaft ist, die einen dadurch durch solche Miseren hilft, ja? Um es einfach mal so zu sagen. Gesellschaft im kleinsten Sinne ist, jeder von uns hat eine Familie, ist eine Gesellschaft. Ja? Das nächste sind die Arbeitskollegen und Kollegen, aber auch jetzt hier im Freizeit- und Hobbyumfeld. Und da bin ich besonders froh, in dieser Modellbahn-Community ein Mitglied davon zu sein. Ihr glaubt gar nicht, wie ihr mir durch die Situation jetzt einfach geholfen habt. Natürlich habe ich ein Stück weit meine Filme gebracht, habe euch gezeigt, was sich hier aufgrund der Pandemie verändert hat. Daraufhin hatte ich ja die Bahn verkauft und habe dann gespendet. Und dann kam dieses Wochenende im Oktober. Und das hat mir dann erstmal gezeigt, in was für einer Gesellschaft, in was für einer tollen Gesellschaft ich da eigentlich Mitglied bin. Ihr erinnert euch, ich habe damals einen Spendenaufruf gemacht für den Förderverein für krebskranke Kinder und es ist innerhalb von 2 Tagen sind mehr als 2.500 € zusammengekommen. Das habe ich jetzt erstmal nicht so für möglich gehalten, dass das überhaupt war. Ich hatte vielleicht damit gerechnet, ich hatte ja selber ein bisschen was gespendet, dass wir vielleicht so an der Tausender-Marke kratzen. Aber das, was da passiert ist, das war schier unglaublich. Und das ist etwas, wo ich jetzt einfach mal auch Dankeschön sagen möchte. Dankeschön dafür, dass ich Mitglied in einer solchen tollen Community sein kann. Und das ist auch etwas, was mich nochmal motiviert, Bestandteil dafür zu bleiben, dafür etwas zu tun. Und wenn es dann eben ist, Filme zu machen, oder in Streams teilzunehmen oder wenn man sich später nochmal wieder treffen kann, sich dann trifft und mit unterhält, dann will ich das tun. Dann möchte ich gerne Bestandteil dieser tollen, wirklich tollen Community sein. Und ich bin damit aber nicht alleine. Ich habe eine wunderschöne Grußbotschaft bekommen, die möchte ich euch jetzt erstmal zeigen. Lieber Herr Buckler, liebe Modellbahner mit Herz, Sie haben wirklich wahres Herz gezeigt. Sie haben mit Ihrer großzügigen Spendenaktion, Herr Buckler, die Sie ins Leben gerufen haben, viele Menschen bewegt, an uns zu spenden. Mittlerweile sind 2.635 € zusammengekommen. Und mit dieser Großzügigkeit lassen Sie uns unsere Arbeit weitermachen, damit krebskranken Kindern und ihren Familien das Leben wieder bunt, hoffnungsfroh und schön gestaltet werden kann. Vielen Dank und machen Sie weiter so.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieses Dankeschön-Video unheimlich angesprochen. Das kann daran liegen, dass zumindest ich als Kölner weiß, dass die Frau Mehrhahn hier in Köln kein unbeschriebenes Blatt ist. Sie ist auch schon von der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln formell und offiziell für ihre Leistungen für diesen Förderverein geehrt worden. Sie ist weit verzahnt in, sag ich mal, den oberen Ebenen von größeren kommunalen und gewerblichen Unternehmungen der Stadt Köln und hat dort auch schon Aktionen vorangetrieben und bekannt gemacht. Möglicherweise bin ich daher sehr, sehr angesprochen durch dieses Dankeschön-Video. Und wenn jetzt der ein oder andere da draußen noch sagt, Mensch, hör mal, das war ja echt eine coole Aktion, aber die habe ich irgendwie verpeilt und irgendwie versäumt. Gute Botschaft, die Aktion läuft immer noch. Also das ist jetzt kein Ding, was irgendwann mal geendet ist, sondern das ist halt eine Aktion, da kann man übers Web kann man sich da nach wie vor dran beteiligen. Und aus dem Grund, für diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe entweder noch mal ein paar Nüsse übrig oder wie man sagt, jetzt noch ein paar Nüssele übrig, und möchte dem Förderverein da jetzt was Gutes tun und möchte nochmal spenden oder wieder spenden oder erstmal spenden oder was auch immer. Ja, und dafür verlinke ich das unten einfach nochmal. Schaut mal nach, da findet ihr erstmal den Link zu der Spendenseite. Ich verlinke auch nochmal zum Video für diesen Spendenaufruf. Das mache ich jetzt nicht, weil das so, ne, sondern da drin ist eine Anleitung, wie man denn halt diese Spendenseite bedienen kann. So, das soll es dann aber auch jetzt gewesen sein, aber es war etwas dabei, das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir waren vorhin bei dem Thema Gesellschaft, wir waren auch über das Dankeschön-Video bei der Anerkennung und ich glaube, das ist etwas, was einer Gesellschaft gut tut, sich gegenseitig anzuerkennen, sich auch mal bestätigen und zu sagen, das, was du da gemacht hast, das war richtig gut. Und das ist auch genau das, was ich hier so an unserem YouTube, an unserer Modellbahn-Community so schätze. Jetzt ist es egal, ob ich jetzt einen Livestream mache, ob ich ein Video mache, ob man mal telefoniert oder wo man sich auch immer trifft. Ihr da draußen, ihr nehmt euch jedes Mal die Zeit dazu und gebt mir eine Resonanz über das, was ich gut gemacht habe oder das, was vielleicht noch optimierungsfähig ist. Und das hilft mir ungemein und vor allem macht es eins. Es motiviert mich. Es motiviert mich nämlich einfach weiterzumachen. Und ich bin, was das angeht, sehr, sehr dankbar, wenn ich ein Teil unserer tollen Community sein darf. Finde ich total klasse und das ist etwas, was ich auch zukünftig weiterhin pflegen möchte. Jetzt ist allerdings erstmal der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, jetzt pflege ich eine andere Community, nämlich jetzt widme ich mich um die Weihnachtszeit, wie immer, wie jedes Jahr, intensivst um meine Familie, feiere mit denen gemeinschaftlich Weihnachten und vielleicht ja, das ein oder andere Mal doch unter anderen Vorzeichen, denn wir können beispielsweise kein großes Weihnachtsessen draußen machen, wie wir es sonst immer machen. Dafür machen wir dieses Jahr ein familiäres Weihnachtsessen. Da bringt jeder was mit, da wird jeder sich jetzt mal dran beteiligen und mal schauen. Das ist für uns Premiere und ich glaube, wir können, je nachdem, was wir da machen, auch ein bisschen gegenseitige Anerkennung gebrauchen. Und einfach nur Spaß haben an der Zeit. Was auch ganz, ganz neu ist, ist es auch etwas, was wir anders machen. Wir schenken uns diesmal nichts. Also da muss ich paar und 50 werden, dass ich das mal erleben durfte. Sollte, musste, was auch immer, weil wenn dann mir ja, da ist egal. Aber ich finde das immer schön, auch das ist ja irgendwie in Form der Anerkennung. Und jetzt bin ich mal darauf gespannt, wie es denn so wird. Das soll es jetzt erstmal für dieses Jahr gewesen sein. Ich ziehe mich jetzt zurück, feiere mit meiner Familie Weihnachten, wünsche euch ebenso eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Macht das Beste draus, denn in toller Gesellschaft lässt sich immer was Gutes draus machen. Das haben wir hier jetzt erfahren. Und ich freue mich dann auf ein Wiedersehen. In diesem Jahr gibt es hier nichts mehr, aber das kennt ihr ja schon. Im neuen Jahr starten wir wieder durch. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund, genießt es, macht's gut. Tschüss, euer Louis.